Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Beim letzten Mal haben wir eine weitere Bounty Quest erledigt, die letzte aus dem aktuellen Set, wenn ich das richtig sehe. Und wir sind auch alle aufgestiegen. Ich würde sagen, das machen wir mal kurz. Ähm, ist ja egal, wir sind ja jetzt am Level Cap angelangt. Boss Defensive. Get blinded, dazed, hobbled. Ja, nehmen wir das, oder? Ist das? Once pressed. Ja. Nehmen wir Superior Deflection, kriegen wir ein bisschen Deflection dazu. Das war's für Eder. Willkommen, besser wirst du nicht mehr. Kana. Ja, so. Okay, 4, 5, 6 haben wir alles nicht, nur 1 bis 3, okay. Das ist Level 12? Okay, naja. Whatever. Was haben wir denn hier? Da eine Drake. Ja, das ist ganz nett. Two Fearsome Ogres. Das klingt auch nett. Revive. Ja. Plus 5 Perception. Ja, ich glaube, ich nehme die Oger. Oger sind lustig. Der geben wir auch Superior Deflection. Ihr beide macht ja eigentlich nichts anderes als Schaden einzustecken. Deswegen denke ich, schadet das nicht. Okay, Dunes. So, jetzt ihr seht, genau, uns fehlt genau ein Punkt. 9 haben wir, 10 brauchen wir. Ja, das ist ja jetzt alles völlig egal, was wir hier machen. Whatever. So, Empowered Interdiction, more acute, gut. Painful, weakened, Sword Arquebus brauchen wir nicht. Minus 75% Healing, dafür brauchen wir auch nicht. Ich würde sagen, nehmen wir Empowered. Wird ein bisschen treffsicherer mit seiner Interdiction. Warum nicht? Ich habe die Party wahrscheinlich sowieso komplett verskillt. Ist jetzt auch egal. Du könntest... so. Ich glaube... Was machen wir mit dir denn meistens für Schaden? Ist ja... Also den Zauber, den ich für die richtig gut finde, dann könnten wir natürlich einfach noch einen zusätzlichen Fourth Level Spell nehmen, ist dieser relativ, also sehr weitreichende Hagelsturm oder was das ist. Ich würde sagen, machen wir einfach das, weil den benutze ich einfach ganz gern. Den kannst du wirklich von ganz hinten zaubern und da haben wir dann einen mehr. Warum nicht? Ja, passt schon. So, dann Gracie. Law können wir dir auch keins mehr geben. Athletics. Warum nicht? Ist langsamer müde. Mind Plague macht was? Fusing and dazing them. Ja, nehmen wir Mind Plague. So, dann haben wir Psychic Backlash. Passive. Aber nur einmal pro Encounter.
Instant. Whenever they attack the ciphers will defensive. Ja, greater Focus. Haben wir ein bisschen mehr Focus zu Beginn des Kampfes. So, und Aloth. So. Nee. Knocks on immediately close and is prone while we automatically hits them prone. Das könnte für den Fall der Fälle, wenn wir wieder in der Situation sind, dass du... Aber den werde ich nicht im Grimoire haben aktiv. Es könnte dir manchmal den Hintern retten. Arcane Reflection. Okay. Was ist das? Freeze damage on anyone in the area of effect, creating a volatile circle of frost that can hobble. Also vom Prinzip teile ich ja lieber Schaden aus. Wir sagen nehmen wir den. War so oft bezaubert worden, ja, sind wir schon ein paar Mal, aber das gilt ja nur für dich. Nehmen wir Freezing Pillar. Warum nicht? So, dann haben wir hier, das brauchen wir alles nicht. Was können wir... Das brauchen wir. Das macht nämlich mehr Schaden mit unseren Lightning Spells und wir haben ja Chain Lightning jetzt. Shock Damage. Ja, das nehmen wir. Dankeschön. Okay, gut. So, dann sind wir jetzt ausgemaxt. Und was ist hier los? Okay. Gut, dann würde ich sagen, wie kommen wir hier raus am schnellsten? Da nicht. Hier. Oh ja, stimmt. Die muss ich mal wieder mit anderen Schuhen ausrüsten. Ist irgendwas? Nope. So, dann sammeln wir jetzt Pallegina ein und gucken zurück nach Twin Elms. Und nee, die Bounty neuen, genau, also wir sammeln jetzt Pallegina ein, holen die neuen Bounties, falls es noch neue gibt. Ich weiß gar nicht, gibt's. Das war die zweite Vierergruppe von Bounties, ne, gibt's bestimmt noch eine. Weil so schwer waren die nicht. Wie kommen wir hier? Ich will hier, ist hier irgendwo? Hier. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt erstmal unsere Belohnung. Jo. Okay. Need something? Hm? Das sieht richtig aus. Gut. Nee. Falsch. Obwohl, wir können Palle-Gedöns ja schon jetzt einsammeln, weil... wie ging das denn? Mussten wir dazu das Ding verlassen? Gab es hier irgendwo Party-Management? Hier, genau. Also, wen wollen wir denn zu Hause lassen? Würde sagen, Kana lassen wir hier und dafür nehmen wir dich mit. Und du kannst aufsteigen, das ist schön, aber das ist immer gut. Hey.
Ach, wir haben noch Geschenke für dich. Das hier, ne? Usable Paladin, das, bitte sehr. Was hast du hier eigentlich? Fine Greatsword. Ah, guck mal, hier haben wir die Blade of Endless Path. Was hältst du von der? Was hast du denn für... Weapon Soldier. Natürlich kannst du... Natürlich bist du spezialisiert auf ein blödes Greatsword und Greatsword haben wir nicht. Also mit anderen Worten hast du jetzt QC 55 und so hast du... Oh. Ist doch besser. Wahrscheinlich, weil das Ding einfach so gut ist. Okay, da haben wir mit dem Schwert... Können wir mit dem Schwert hier sogar was anfangen. Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott. Ah. So. Level up. Athletics hast du... Athletics hast du ganz normal. Stealth kannst du mal ein bisschen gebrauchen. Inspired become totally inspired. Ally affected by zealous focus. Convert to what have been only hits to critical hits. Deep faith. Actually, by belief, the paladin is able to heal with a touch of his or her hands, recovering substantial amounts of... Hold the line klingt mir ganz gut. Oh, kleiner mehr. Okay. So. Oh Gottes Willen. Oh wow. Insofern, ich meine, wir werden dich nicht lange in der Party dabei haben, aber können wir uns das zumindest mal durchlesen? Ganzen Ally to summon other strength or temporary no existing hostile effects. Gilt das auch für Dingens? Für Charmed? Oder Dominated, oder wie das heißt? Weil das wäre gut. Plus 25 Deflection. Damage Reduction. Okay, das ist auch nicht schlecht. Wow. Das ist richtig gutes Revival. Revival with 318 Endurance. Nicht schlecht. Okay, okay. Minus 53 dann, ne? Okay. Granting a bonus to defense against... Aber nur für dich, ne? Transparency. Text Speed ist nicht so wichtig. Nee, ich würde sagen... Nehmen wir das. Für den Fall, dass das... Ich meine, wir werden dich dann eh wieder aus der Party rausnehmen. Gott, wie viel Level kannst du denn noch aufsteigen, Kind? Zealous Focus. Mehr Critical Hits. Nehmen wir Critical Focus. Und noch ein Level. Oh, das hast dich echt gut gemacht da. Also
Ja, whatever. Friendly plus 7 all defenses. Das ist allerdings nicht für lange. Das klingt ganz gut. Okay. I'm ready. Das ist gut. Dann können wir jetzt dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Das ist hier. Hopp, 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 hopp. So, dann gib mal her hier. Good day, stranger. So. Dankeschön. What are the most recent bounties? Claimed. Ah, here we are. Let me see. There's some ranger causing trouble out in the wilds. Then there's Galen Delgard. Slaver, not exactly popular around here. Then there's some kind of cult, looks like. And here's one I haven't seen in a while. Captain Muarumi, the pirate. Go after this ranger. Ranger Fomina has been waging a one-woman campaign of terror against travelers passing through woodland plains. Survivors report that she feeds her victims to the pack of wild animals that travel with her. A lot of folks would be glad to hear she's been dealt with. Okay. Galen Dalgard. This one got teeth. Galen Dalgard the Slaver. He and his friends have been spotted at Manmil Bridge. None of the local authorities are willing to touch him because he's got powerful connections back in Adia. But some nameless soul is willing to put coin down to see Galen breathe his last. Say it's personal. Okay, what about the cult? I'm not sure what to make of this one. Something about a murderous cult of druids. Aye. Led by a Minvlera. The creature goes by Devin, and it looks like she and her followers have set up in a cave in the North Wheel. Weiß ich nicht mal, wo das ist. Und der Pirate? Captain Muarami mainly goes after Valian vessels, and his crew just made landfall at Ansler Compass. Oh, da wissen wir, was ist. Not sure how long he's planning on staying, but this is your chance to take him down before he sets sail again. Okay, haben wir eine ganze Menge zu tun. Können wir ja auch mal das Ganze mit unserem Paladin testen. Mal gucken, ob das was taugt. Ich denke dann für das Endgame, was ja wahrscheinlich nicht mehr allzu weit weg ist, wenn wir dann wieder zu Kana zurückwechseln. Einfach nur aus Gewohnheit und weil der, ne, wir dabei sind, Grieving Mother, ja, mit der mache ich, also Grieving Mother, die, die kann ich jetzt auch noch die Quest machen, aber da habe ich ehrlich gesagt, steht mir nicht so der Sinn nach. Für Sagani, ja, die hatten wir ja auch ein bisschen dabei. Oder die haben wir ja schon ein bisschen längerer Zeit gefunden. Aber Grieving Mother, die war ein bisschen strange. Also die Cypher, einen zweiten Cypher brauchen wir nicht. Es kann nur einen Cypher geben. Du griefst weiter und dann ist gut. Vielleicht habe ich auch einfach nur zu oft mit Müttern zu tun gehabt, als dass ich da. Das ist seltsame. Egal. Wo wollte ich hin? Nach Haussong, ne? Und sind wir fertig. Ja. Was, ist die hier oder ist das einfach nur noch übrig geblieben? Ne, ist noch übrig geblieben, ne? Wo sind der Ansler Compass? Woodland Plains? Northweald. Okay, sollen wir kurz gucken, wo Northweald ist. Da, okay.
Also da brauchen wir noch eine Weile, bis wir das machen können. Wealthy Noble and Emerald Cedric is arrived to Stronghold. Okay. Können wir dir irgendwie helfen oder ist alles gut? Alles gut. So, jetzt wollen wir mit dir hier mal zu dem Ältestenrat oder was das ist. Und vorher gucken wir uns nochmal genau an, was deine Quest ist. Da. To speak, das haben wir offensichtlich gemacht. Despite the best efforts of Mr. Angosti has insisted that Pallegina carry out her orders to broker a trade agreement between the Valiant Republics and the Glen Feathers with the eminent Fath in Twin Elms. Such an agreement would steal trade away from the Deerwood. Das ist nicht gut für uns. An act that would increase tensions between the Deerwood and the Republics. Okay. Wait. I don't know if I should go through with this. Make the trade deal with the Anamain Fath. Ah, so heißen die. Okay. Ja, finde ich auch. If a valiant deal with the Glanfathens weakens the Deerwood, it could mean war for the Republics in the future. Nee, das war nicht. What other option do you have? I could put the idea in the Anamanfath's head that the Republics are not interested in exclusive trade, but limited trade of goods that they do not already trade with the Deerwoodens. Okay. It's the right thing to do. The Deerwoodens are at the mercy of the Republics, and they don't even know it. Your actions today can prevent further suffering. Follow your heart, Pallegina. You alone know what must be done. Das klingt auch das klingt auch so, als würden wir dir vollständig vertrauen, obwohl wir dich so gut wie gar nicht kennen. If you do that, I doubt the Dukes will be forgiving. Consider your options carefully, Pallegina. The ramifications for yourself and these nations could be great. There's a terrible idea, and the Dukes will surely eject you from the Brotherhood. Das ist uns so egal. If you go through with it, stop and think for a minute. Okay. Sehen wir das so hier? The Woodens are at the mercy of the Republics and they don't even know it. Your actions today can prevent further suffering. Das ist natürlich wahr. Also wenn die dann tatsächlich vom irgendwie Handel ausgeschlossen werden oder beziehungsweise die Gefahr sehen, davon ausgeschlossen zu werden, dann werden sie sich wahrscheinlich dagegen wehren. Und, Andererseits, da wir uns mit der Thematik eigentlich nicht wirklich beschäftigt haben, sollten wir das einfach vielleicht Pallegina überlassen. Follow your heart. You alone know what must be done. She nods her head resolutely. So, gut, die Sache von uns gewiesen, Verantwortung delegiert. So, dann komm mal her hier, Kumpel. Another Estramore. What do you want? Mit ihr reden offensichtlich. Eigentlich beides. I'm looking for another who passed through the city. Few Estramoran are given the freedom of our sacred city. Uh-huh. That you ask for this person is suspicious. Ja. There are reasons we don't let you Estramoran roam our sacred city. Reasons I am coming to understand. You must let me through of urgent matters. Sind wir mal nett hier, wa? You're having some kind of trouble? Maybe I could help? I'm afraid not. Looters have grown bolder at the sights of the builders. The people of Defiance Bay set fire to their own city. Ja. And every week, the three Tusk Stelgar bring news of more desperate settlers pushing at our borders, trying to escape their plague
of an old Fane children. Yeah. Oh, suddenly you feel the presence of someone else in the hall. The Anamenfath continues to glare at you, but something has stepped out of her skin. Kittifui. It reaches out to you. Permitting more strangers the freedom of the city is out of the question right now. Go and be thankful that Anamfath Shimak doesn't sit in the passage of the Six today. He would not be so kind as I. Uh-huh. What the fuck? The vision of an Orlan man appears near Bedwell. He has the same green-brown fur and hazel eyes as she does. Help me reason with them. He points behind you. Turning, you see the ghostly shapes of 5 other Anemphatha. Another Orlan with tawny fur and a scarred face, a frowning dwarf, a black-furred Orlan and 2 elves. Oh, wir wissen was. You're the leader of the Guided Compass. Sicher. I thought your tribe was more open to outsiders. Indeed, and it has earned us little respect from our peers. These are not times when trust comes easily. Reden wir jetzt als der andere, ja? The spectral Orlan takes another step from her, setting his foot down with a slow, heavy motion. Tendrils of essence strain between them, and he grimaces and leans forward, as if struggling against a gale. The angry Anemphath winces. War. The spectral Orlan's voice is a rasping croak. They're headed for war. Remind them of Farewell's warning. I see the soul of an old Orlan and... jetzt reden wir wieder, was? Mit wem? Das ist immer so ein bisschen, also ich finde, das ist so ein kleines bisschen unklar, wer hier mit wem redet. Also, wir haben gerade als Fairwild gesprochen, glaube ich. Oder der ist zumindest da. Oder das ist vermutlich dieser Spectral Orlan. I see the soul of an old Orlan and I'm with your eyes hovering right next to you. Ja, aber das sagen wir ja offensichtlich zu der Person, zu der wie heißt sie? Bedwell. You're headed for war, das ist einfach nur eine Aussage. Does Farewell's warning mean anything to you? Ja, das ist eine gute Frage, weil für mich meint das ja, oder ist das die Warning gewesen? They are headed for war. Remind them. Sagt dieser Orlan das jetzt zu uns? Remind them of Farewell's warning? Dass wir sie daran erinnern sollen? Das ist immer so ein bisschen unklar, wer da mit wem redet, weil jetzt ja, es sind ja nicht nur die beiden, die im Dialog stehen, da, sondern dann auch noch eine dritte Person. Fragen wir mal das. Farewell's soul image gasped. Tall threads of essence target him, drawing him back into the Anamenfath. He looks up at you again. I tried to tell them. The Builder's souls have touched even the Astra Morwen. You'd better explain yourself. Ja, das würde ich gerne, aber ich begreife das nicht. Wollen wir das einfach nachplappern? There are other souls in this place, and in you. You must listen to them. Ja, meaning? The other Orlan, do you know who he is? Sie sieht das doch nicht. Oder reden wir mit ihr? Ja, jetzt reden wir wieder mit ihr offensichtlich. The Builder's souls have touched even the Astra Morwen. Das ist nicht unbedingt etwas, woran ich glaube, aber mal das hier. There are other souls in this place. Listen to what? Right now my ears hear only your nonsense. Okay, klar, du kriegst das ja nicht mit. Das kriegen wir nur mehr mit. The Builder's souls have touched even as from... Hoppala! There's no way you could have known this saying. Not unless you are a Galuth on Anams, a watcher of souls. Das ist richtig.
Who was furthered? She looks sadly down at the flagstones. Someone we should have listened to long ago. What? Feralt's warning came before the Broken Stone War. Feralt, my ancestor on my mother's side, was Anamfoth of our tribe then. Good. When the Estromoric farmers defiled the builders' monuments, Feralt urged the other Anamfotha to patience. But louder, angrier voices prevailed. Okay. Feralt believed that the invaders could be taught to respect the builders as we do. He also believed the builders' souls had spread to all peoples, and that we should avoid needless conflict with others. Klingt gut. More practically, he worried that a violent response would only spur further bloodshed across the generations. Das ist oft and you so. can see where we are today. Ja, hat er wohl recht behalten. At least you don't have the hollow bone to deal with. Maybe you're better off than perhaps the problems. Fair enough. After 2 wars with the Duwood, his warning is more relevant than ever. While Feralt's words were shrewd, they were ignored back then. Simply remembering his warning now will not undo the wars and the changes that the years have seen. Ja. There is blood on these stones, and that is all anyone remembers now. Yep. Gottes Willen. An image of a polished Adler cube flashes into your mind. There's writing on the sides, but the image is too faint for you to read it. The Anamanthath turns away from you and looks at the ground, gnawing a pointed claw. Wer? Die, mit der wir gerade geredet haben, oder irgendwer anders? Weil wir sind ja jetzt gerade in unserer Soul-Searching-Welt. Und mit wem reden wir? You can't change the past? Okay, wir reden immer noch mit Badwill. Okay. Ah, Gott, ist das confusing. So give them something else to remember. Sounds like you can't change the past, but your choices now still matter. So, und was hat uns dieser Cube jetzt gebracht? Schauen wir mal, wird sich vielleicht noch klären. She looks at you sadly. Yes, that is the problem. Another Estromor came through here a few days ago and, well, letting him through was a mistake. One I am eager not to repeat. The Guided Compass tribe has a reputation for being too soft with Estromoran. One that will not be improved by my failure to stop this man, who has desecrated our most sacred sites. Okay, Probleme eines Politikers. That sounds like the man I came here to stop. I won't repeat a mistake in my haste to correct it. We bar Twin Elms from Estromoran to protect the ancient places that the builders left behind. The builders left this heritage to us to defend, but they alone had access to it. On this much, at least the 6 tribes agree. Okay. You again see the polished Adra cornerstone in your mind. This time the image is clearer. Each face of the stone is inscribed with a phrase you know by heart. You feel your lips form words. Gut, wir haben nicht mal eine Wahl. Das ist sehr gut. A gift from the builders of civilization to the guardians of their legacy. May the guardians watch the door while the builders keep the key. Yo. These were the words given to the keepers of the stone. Ja, kann ich jetzt rein? I know, wer gelogen? What do they mean? They mean that Ferret's words may indeed be true. Very well. The city is yours to explore. Das war ja einfach. Tell the guard at the gate that you come to see the cornerstone with the blessing of the Guided Compass. Okay. If the gods have truly returned one of the builders to us, find the Delimgon of Ter Evron in Elm's Reach. Whatever. If the gods have sent you here with a purpose, the Delimgon will know. Wir sind jetzt, du hältst uns womöglich für einen der Bilders? Wow, okay. In the meantime, I shall be here to assist you. Das ist ja ganz schnell 180 Grad
Wende vollzogen. Na gut, du bist wirklich Politikerin. Also, what are the 6 tribes? Glenfadden society is divided into tribes, which are further divided into clans. Each tribe is united by a particular history or way of life. And clans are communities of families that live together. Das klingt ganz klein bisschen so wie die Fraktionen da in Defiance Bay. In truth, there are more than 6 tribes, but the 6 largest have traditionally led the others. Das klingt aber nicht besonders fair. Each of the 6 has a seat here in the Passage of the Six, where we discuss matters of common interest. Benennt ihr das eigentlich wenn ein weiterer Tribe groß genug wird? Also, dass es dann 7 werden? Oder wenn einer verschwindet, weil er, keine Ahnung, und dann wenn's, egal. Where we discuss matters of common interest. You saw, for instance, the debate that occurred before the Broken Stone War. What? She gives you a hesitant look. The 6 tribes are the keepers of the stone. Fisher Crane, Three-Tusked Stelgar, Stone Bramble, Twice-Split Arrows, and of course the guided compass. Who are the keepers of the stone? They are the first and oldest of the tribes. When they first sailed to Air Glenfath, they met the builders, who gave them the cornerstone, and those words you quoted as a token of friendship. Okay. Many of the tribes, even among the 6, look to the keepers for guidance and leadership. Their long history grants them a place of honor in our society, though it has also made them more conservative, in my observation. I'd like to hear about Fisher Crane. A mostly Orlan tribe from the Thane Bog. Most of the sites they guard are half buried in the wetlands, and even the other tribes couldn't tell you where they are. They are not the most renowned of the tribes, but they are the cleverest and subtlest. Say what you will about the berserkers of Three-Tusked Stelgar, I'd rather face them than a Fisher Crane ambush squad any day. Ist das eine alltägliche Gefahr, dass man hier von den anderen Tribes ambushed wird? Okay. They are named after a long-necked bird that lives in the bog. It can stand motionless for hours, waiting for a muck frog or a spotted salamander, but when it strikes, it's faster than anything. Okay, what do you know about Three-Tusked Stelgar? Same as everybody. They are fearless maniacs, and they want everyone to know it. They are considered a wild bunch, even among Glenfaddens. Many of their territories have seen the most conflict with the Estramoan, and they don't forget it. They don't want anyone else to, either. They inflicted and bore some of the heaviest casualties in the wars with the Estramoan. In fact, there was a rift within Three-Tusked Stelgar after the War of Black Trees. Dozens of clans broke away from the ravaged lands and retreated further into the Deerwood, joining whichever tribes would take them. Broken tusks, some call them. The majority of the tribe dug into the half-burned forests to hold the line, and many respect them for it. They've more than earned their place among the 6, but they advocate more conflict than is wise, and too many others are quick to idolize, nehme ich an, them for their valor in battle. Idolize, yeah. Tell me what Stone Bramble. Most dwarfs out of the White March. Oh! Ja, das ist die Erweiterung. They are one of the younger tribes, formed over the years by trade routes between the wilds and the mountains. They see themselves as genuinely Glenfadden, though, and who can argue with them? Only Fisher Crane defends sites in such inhospitable territory. Personally, though, I'd say it's gone to their heads. They like to think the rest of us have it easy in the lowlands, forgetting that the wars with the Estramoan never reached their mountains. Still, they came to our aid during both. They're named for a tough, thorny little plant that grows up in the mountains. It suits them. Ja, also Zwerge, das ist ja kein Wunder, dass das jetzt in den Kopf gestiegen ist. Ist ja nicht so weit. Also, das ist egal. I'm not familiar with the Twice-Split Arrows. Not many are. They are traditionally outcasts and exiles from other tribes. Probably the least respected tribe of them all, but our ancestors believed they should have a voice, and so they've got a seat among the 6. Most of the other tribes see them as scavengers and bottom feeders, but don't say that to a Twice-Split Arrow. They think themselves survivors, and they're as proud of their tribe as anyone else. They'll accept anyone, and I suppose there's virtue in that. Okay. You never know what you're getting with them, though. Some clans rob you blind, and others slaughter a lamb for the honor of your visit. Okay.
The Guided Compass is your tribe, right? Indeed. We are one of the younger tribes and not one of the most prestigious. We've tried to keep the peace with the Astromorven, which has earned us the reputation of appeasers among some of our hardline brethren in Threetas Stelgar and the Keepers of the Stone. We value our heritage as Glenfeddons, but we recognize that the Astromorven are here to stay. Gut, dass das erkannt hat. The way we see it, we can better follow our mandate to protect the places of the builders by making peace with our neighbors. Das klingt auch nach einer relativ überlegten Philosophie. Another matter. I'd like to know more about you. I'm the Anumenfath of the Guided Compass. Like many Anumenfather, I have leadership in my blood. Okay, das ist bei euch also auch eine Blutsache, ja? Wer führen darf. Verstehe. Kennen wir ja. While tribal authority is not strictly hereditary, das ist gut. We believe that strong leaders can impart a portion of their soul to their children and grandchildren, meaning that an father may succeed from a single line for many generations. Ja, ihr wollt einfach nur Jobs for the boys. Also wollt einfach nur, dass eure Kinder in der Hierarchie oben bleiben. Das ist ja. She rose a sharpened thumbclaw. Of course, with all that's happened here lately, I've wondered whether my family's line is coming to an end with me. Okay. One of my companions, a representative of the Valiant Republics, wishes to discuss a trade issue with you. Yeah. The Orlan turns a gaze towards Pelagina. Yes, the Valiant godlike. Blessed of Hylia. So they say. The Anumenfath face shows no outward emotion, but her voice betrays annoyance at Pelagina's interruption. And diplomat of the Duke's bells. I understand you were to be sent here with trade assurances from your masters. Revered Anumenfath, it is true that I was chosen to convey these assurances, but understand that I was fashioned more for war than etiquette. In these dangerous times, perhaps it is better to send warriors to do diplomats' work. Das glaube ich nicht. Also ich meine, man könnte Warriors Krieger mit den Diplomaten mitschicken als Bodyguards. Aber wenn die Soldaten anfangen sollen, die Diplomatie, nee. Das wird nix. Pelagina musters a weak smile. Indeed. Anumenfath, regarding the exclusive trade agreement, her voice quavers slightly and her golden eyes dart in your direction. Was? Ich hab dir doch die Sache überlassen. Oh, jetzt muss ich wieder entscheiden. Das ist ja furchtbar. Shrug. Shake head, eyes wide. Auf keinen Fall. Nö, wir stimmen Pelagina zu. Die soll das entscheiden und ja, genau. Nicken wir ihr also zu und lächeln warm. Pelagina steels herself. The Republics feel it would be in the best long-term interest of all parties if you maintained your traditional goods trades with the Deerwood. Ja, das ist gut für Deerwood. Der Anumenfath's long ears pitch forward. Das sieht bestimmt lustig aus, wenn die Ohren nach vorne schnellen. A strange turn. What do the Republics want then? Pelagina speaks quickly but confidently. Taondra Tara pearls. Trade will be picking up quickly on them in the eastern reach. You will buy them exclusively from us for the next 5 years. In exchange, we will be your exclusive market for Adra, Ban, and Carogolan for the same period. The Anumenfath considers Pelagina's words for several long moments. An interesting proposition, Valian. We will send emissaries south to discuss the details at greater length. Your appearance here speaks well of your Duke's intentions. Sicher, dass das die Duke's Intentions waren und nicht die das Pelagina sind? Schauen wir mal. Revered Anumenfath. That's it. My position in the Brotherhood gone. Okay. I can't believe I just made up new trade terms to the Glanfath and Anumenfath. Hast du? Postenago. Ich weiß nicht, was Postenago heißt, aber hast du gut gemacht. Pelagina, you did the right thing for the Republics, even if the Dukes can see it from their vantage. You can deal with their disapproval later. No sense in crying about it now. Nee, du hast es gut gemacht. Weil ich meine, Krieg hilft denen, also, oder
oder die Gefahr eines zusätzlichen Krieges hilft da auch den Valiant Republics nicht weiter. Es sei denn, sie würden ihn gewinnen, aber das kostet doch auch immer. Nee, hast du schon richtig gemacht. Verus. They have a saying in Biajepe. New gold clears even the oldest debts. Mhm. If I'm right, all will be forgiven. If not, there's nothing I can do about it now. Das stimmt. Okay. Super. Ja, da würde ich sagen, haben wir hier eine ganze Menge erfahren. Quest completed. Hurra. Kannst du nochmal aufsteigen? I'm ready. Du bist auch schon bei der Maximum. Okay. Ja, da würde ich sagen, haben wir jetzt eine ganze Menge erfahren und werden dann... Oh, Legendary Adventure. Hallo. Das ist neu, oder? 5 turns. 3 average, 2 major items. Dich brauchen wir auch noch irgendwann. Ne? 5 turns ist ganz schön lange. Dann lassen wir dich das mal machen. Okay, ja, also wie gesagt, wir haben eine ganze Menge erfahren und dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir können ja jetzt hier überall rumreisen, wenn ich das richtig sehe. Und da haben wir ja, denke ich mal, eine ganze Menge Neues zu erkunden. Ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.